In diesem Video zeige ich euch das schnelle Lebkuchenrezept von meiner Schwiegermutter. Sie backt immer gleich ein ganzes Backblech von diesem Lebkuchen, weil wirklich jeder, der ihn probiert, davon begeistert ist. Das Besondere an diesem Lebkuchenrezept ist, dass der Lebkuchenteig mit Natron hergestellt wird und dadurch nicht lange lagern muss, aber trotzdem sehr aromatisch schmeckt. Da wir nur ein kleiner Haushalt sind, backe ich heute nur eine kleine Portion. Aber in der Videobeschreibung findet ihr zusätzlich auch noch die Mengenangaben für ein ganzes Backblech. Für die Menge, die ich hier zubereite, brauchen wir 120 Gramm Honig, etwa 3 Esslöffel Wasser, 30 Gramm Orangeat, 30 Gramm Zitronat, 150 Gramm Mehl, 1 Esslöffel Lebkuchengewürz, eine Prise Salz, ein Päckchen Vanillinzucker, 1 Teelöffel Natron und 1 Teelöffel Backkakao. Als erstes koche ich den Honig mit 2 Esslöffeln Wasser kurz auf. Während der Honig jetzt abkühlt, bereite ich schon mal die übrigen Zutaten vor. In die Schüssel kommen das Mehl, das Vanillinzucker, eine Prise Salz, etwas Lebkuchengewürz, Backkakao und weil mein Sohn jetzt gerade noch vorgeschlagen hat, auch Nüsse reinzutun, etwas gehackte Mandeln. Als nächstes kommen noch das Orangeat und Zitronat. Wer es nicht mag, kann es aber auch weglassen. Ich mische das Ganze gerne erst einmal ordentlich durch, damit alles gut verteilt ist. Und jetzt fehlen nur noch der abgekühlte Honig und das Natron. Das Natron verrühre ich mit etwas Wasser, damit es sich besser verteilt. Alles gut durchkneten und dann ist der Teig auch schon fertig. Bevor es weitergeht, muss der Teig aber noch ungefähr 1 Stunde ruhen. Nach der Ruhezeit muss der Teig nochmal ordentlich durchgeknetet werden. Und jetzt habt ihr 2 Möglichkeiten. Entweder könnt ihr den Teig mit etwas Mehl ausrollen und Plätzchen ausstechen oder aber wie hier am Stück backen und hinterher in Würfel schneiden. Am einfachsten lässt sich der Lebkuchenteig verteilen, wenn man ihn mit Frischhaltefolie abdeckt und mit den Händen glatt streicht. Ab in den Ofen und bei 175 Grad Ober- und Unterhitze ungefähr 25 Minuten backen. Im Originalrezept werden die Lebkuchenwürfel nur mit Schokolade überzogen. Ich habe mir aber überlegt, die Lebkuchen noch vorher mit Aprikosenmarmelade zu glasieren, um so noch eine fruchtige Note reinzukriegen. Wer das aber nicht mag, der kann diesen Schritt auch überspringen. Die Marmelade koche ich mit etwas Wasser und Zitronensaft auf, bis sie anfängt zu gelieren. Die heiße Marmelade kommt sofort auf den Lebkuchen, gleichmäßig verstreichen und fest werden lassen. Danach könnt ihr den Lebkuchen in beliebig große Stücke schneiden. Am einfachsten geht das mit einem feucht abgewischten Messer. Jetzt fehlt nur noch der Schokoladenüberzug. Dafür könnt ihr entweder Tafelschokolade, hier zum Beispiel mit Orangengeschmack und Mandelstücken, Kuvertüre oder Kuchenglasur verwenden. Am einfachsten und schnellsten gelingt der Überzug mit der sogenannten Kuchenglasur. Die muss nämlich nur nach Packungsanleitung geschmolzen werden und sieht nach dem Aushärten immer perfekt aus. Wenn ihr die Glasur wie hier auf einem Kuchengitter abtropfen lasst, dann denkt bitte unbedingt daran, die Lebkuchen noch vor dem Aushärten der Glasur auf ein Stück Backpapier oder eine Silikonmatte zu legen. Sonst kleben sie nämlich am Gitter fest und sind dann nur schwer davon zu lösen. Wenn ihr nun lieber Tafelschokolade oder Kuvertüre verwenden wollt, dann würde ich euch empfehlen, diese immer zu temperieren. Schokolade, die einfach nur geschmolzen wird, braucht nicht nur länger, bis sie fest wird, sondern sieht dann oft auch noch stumpf und grau aus. Fürs Temperieren gibt es da einen ganz einfachen Trick, den zeige ich euch hier mal mit der Kuvertüre. Zuerst bringe ich etwa 2/3 der benötigten Menge im Wasserbad zum Schmelzen. Sobald die Kuvertüre geschmolzen ist, nehme ich die Schüssel aus dem Wasserbad raus, gebe das restliche Drittel dazu und rühre sie so lange, bis alles geschmolzen ist. Danach nochmal kurz erwärmen, damit die Kuvertüre schön fließend ist und dann ist sie auch schon einsatzbereit. Und so sehen dann meine fertigen Lebkuchen aus, mit Nussschokolade, Kuvertüre und Kuchenglasur.
Die Lebkuchen halten sich mehrere Wochen und schmecken sogar noch besser, wenn sie ein paar Tage durchziehen können. Wenn euch dieses Rezept gefallen hat, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mal schauen wollt, welche Keksrezepte es noch von mir gibt, dann klickt doch einfach mal hier in die Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!